Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Zestiria. Ich bin es, euer MC Mafix. Ja, wir haben eine ganz kleine Aufgabe und zwar die restlichen spirituellen Kräfte finden, was ja nicht leichter sein sollte, was sehr leicht nämlich sein sollte. Wir müssen einfach mal in die Welt hinausziehen und die heiligen Steine finden, von denen wir keine Spur haben, wo sie sind. Sieht gut aus, oder? Sieht sehr gut aus. Ja, beim letzten Mal haben wir hier die Kardinälin besiegt und leider konnten wir sie nicht von der Bosheit reinigen und schließlich hat Rose sie dann getötet. Das war das Einzige. Wie hier schon, ich habe seinen Namen vergessen. Ihr wisst schon, den Typ, den wir da an dem Klammenberg da getroffen haben, gesagt hat, es gibt auch eine andere Art von der Lösung und leider war das die einzige Lösung, die wir für sie hatten. So, wir machen hier kurz mal ein kleines Event und dann schauen wir mal, wo uns unser Weg als nächstes hinführt. Egil, are you working? Yeah, data gathering. I need to meet with 5 informants by the end of the day. Sounds like a lot of work. Egil is like the eyes, ears, and brains for us scattered bones. So then, what are you, Rose? I'm the head. I'm the boss at any rate. A head, but not the brains. So you're the skull? Shut up! You're ruining my metaphor. Well, our boss is more like a goddess of victory. Used to be Little Miss Goddess, of course. Little Miss Goddess? Back when our old boss was around. He used to carry her on his back all the time. Those were good times, weren't they? Yep. Help our comrades and defeat our enemies. It was simple back then. So it was. But things have changed. In the underworld, information is king. Did you find any good leads? A couple. The one they call Shepherd Malfour was originally a priest in the Church of Rollins. It seems he's angling to fill the power vacuum caused by the death of Cardinal Fortin. Figures. And then there's the business with the fake elixir. The church can no longer ignore the situation, and they've started investigating the source. Then does that mean that the village chief of Gadaden will... Gadaden? Let me explain. I see. So that's what was going on. Egil, do you think the decision I made... The boss's judgment is the scattered bones' judgment. But it might require a bit of following up. Yeah, you're right. Let's head over to Gadaden and see how things stand. Thanks. Dann reisen wir nochmal nach Gadaden. Wisst ihr übrigens, was mir gerade auffällt, wegen den Tempeln? Wir haben jetzt 2 Fähigkeiten, nämlich die und die, an die wir an viele Orte gehen können, die wir bisher noch nicht bereisen konnten. Und ich denke mal, so werden wir uns dann hier auch nochmal andere Wege finden. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Gadaden. So. Und übrigens, weil hier der es gerade gesagt hat, mach mal Gastausfähigkeit 2800, ihr seid so unfair. Weil er hier gesagt hat, hey, früher hat er immer die Rose Huckepack getragen. Erinnert ihr euch noch an die eine Skizze, wo der gesagt hat, hey, du bist zu alt dafür, sowas geht nicht mehr, sowas kannst du nicht mehr machen. Also, nur so. Schon wieder, glaube ich, hier eine Anspielung hier auf die alte Zeit, in der er noch glücklich war. So, wo müssen wir jetzt hingehen? Lohnt sich überhaupt hier hinzugehen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben wir das komplett... was machst denn du hier? Wenn die Welt untergeht, dann würde dieser Prozess auf den gelegenen Inseln beginnen. Sollten die Menschen aussterben, wären zunächst die Kinder und die Alten dran. Die Starken würden das Verschwinden der Schwachen nicht einmal bemerken. Erst wenn der Untergang sie selbst treffen würde, würden sie endlich bemerken, so ist es in jedem Zeitalter. Vergebt mir, Hirte. Das ist nur ein verbittertes Gejammer eines Alten. Are you looking for Chief Slenge? Yes, I'm an acquaintance of the chief, and... I'm sorry, but the chief is indisposed right now due to illness and will not be taking visitors. What? He is? But be of good cheer! In the name of the shepherd, I vow to heal this noble servant of the people! Oh, so you're the shepherd, are you? Nothing escapes your eye, my lady.
Indeed, I am the renowned, the incomparable Shepherd Malfour! Who can't see us in the slightest. All hail the mighty shepherd. I can tell from your unique accoutrements that you wish you were a shepherd as well. Eminently understandable, but I cannot recommend it. The shepherd's life is one of solitude. He spends his days in constant battle, unappreciated by the world he cherishes. Okay? In any case, rest assured that the village chief is in the caring hands of Shepherd Malfour. Do you think it's malevolence that's causing his illness? Is the chief even sick? I don't trust that guy. But we do know that the amount of malevolence in this village is increasing. Let's start by reviving the blessing of Gadarin. We can worry about the chief after that. Makes sense. That's the real shepherd's job, after all. Ich dachte, Edna haut ihm jetzt eine mit dem Regenschirm einfach runter. Das wäre viel leichter gewesen. Und wie sollen wir das machen? Sollen wir die Prüfungsscheine? Wir werden nach Heimat zurückkommen. Oh ja. Oh. Ihr Hirten in Rollins gehört. Ob diese Kinder, ja. Also, wohin sollen wir das nächste? Was meinst du? Mit der Karte, mit Verschwand, ein Untersee. Oh mein Gott, wie viele Dialoge haben wir denn? Ich hoffe, Marlin erholt sich gut. Nach Marlin kommen wir aber nicht zurück. Wir müssen den Segen Gott wiederherstellen. So. Wir müssen einen Seraphim finden, der als Herrscher des Landes dienen kann. Sprechen wir mit dem Dorfbewohnern und suchen nach Hinweisen. Puh, oh mein Gott. Mal vor dem Hirten. Kannst du mir was über einen... tu eh nicht. Der Seraphim, bitte rette uns im Moorhaut, flehe dich an. Ich will mit dem reden. Ah, okay. Der sagt dasselbe. Was sagst du? Ja. Ich bin der Echte. Ich glaube es zumindest. Ich bin mir aber gar nicht mal so sicher. So, da haben wir die Schule nochmal gefunden. Super gut. Die freuen sich, dass sie eine Schule haben. Naja. So, hoffen wir nicht. Warum weiß niemand von euch was über Seraphins? Obwohl, warte mal. Da haben wir doch hier was. Ich habe einen gesehen. Einen echten Dreckigel in der Jiddehöhle. Did that kid have resonance or something? That dirt leech he talked about is a Hellion, isn't it? Yes. It's a very troublesome Hellion with high vigilance. It'll be difficult to catch it. Ich befürchte fast, das ist dann unser schöner Seraphim. Den wir hier finden. Ein Dreckchen, Ich weiß nicht genau, was sagen Sie. Das würde er die Signal definitiv behindern. Wir müssen ihn finden und läutern. Und wo war der nochmal? Sorry, ich muss nochmal kurz alles anhören. Zack, in der Jiddehöhle. Die Jiddehöhle, das war diese eine hässliche Höhle, in die wir einmal gegangen sind und dachten, hey, so schlimm wird das ja gar nicht sein. Genau, die Höhle. Ach, wisst ihr was? Ich denke mal, das müssen wir gar nicht machen, weil wir jetzt eher... Obwohl, vielleicht müssen wir es sogar machen, ich weiß es nicht. Aber zumindest, ich glaube eher, wir müssen das jetzt nicht machen. Aber, komm Leute, wir wollen ja hier auch mal wieder ein bisschen Sidequests und so Zeugel machen. Ich habe ja gesagt, wir wollen Taste-System mal ein bisschen wieder ausführlicher spielen. Und ein bisschen zumindest halte ich mich daran. Wenn ich den Weg wohlgemerkt wieder zurückfinde. So, da ist auch noch übrigens ein starker Gegner, den könnte man auch noch bekämpfen. Und so ein Prüfungsraum. Diese Prüfungsräume werden ich nie machen. Ich finde ganz ehrlich, das ist, also, ich weiß noch beim letzten, wie unbefriedigend das ist. Du machst was, du gehst da rein, denkst dir, okay, du besiegst es jetzt, bekommst dann irgendwie ein super cooles Item oder reinigst das Land. Irgendwie, ich weiß nicht, für die Prince of Persia gesehen haben, Prince of Persia 2008, eines der besten Spiele überhaupt, zeige ich immer gerne wieder. Da gab es so das schöne Element, wenn man eben hier das Land gereinigt hat, befreit hat, wie gesagt, auch von der Bosheit, also irgendwie fast dasselbe hier wie in Zestiria. Da, komm, ich schaff's von dem zu entkommen. Love. Ha! Da war es ja immer so, dass dann immer so das ganze Land so, eben alles wieder hergestellt wurde. Ich würde mir wünschen, dass es eigentlich auch hier so gewesen wäre. Das wäre richtig schön gewesen. Also, dass man halt irgendwie, weiß nicht, irgendwie sieht, dass einfach so, dass alles wächst und alles schöner ist. Sowas wäre cool gewesen, aber naja, man kann nicht alles haben. Ich bin schon einmal durch diese Dreckshöhle gewartet. Ihr kotzt mich. Oh, gefährliches Treffen. Seid ihr jetzt 25? Oh, süß. Süß. Jetzt bin ich mal Level 30. Jetzt seht ihr mal, wie lustig das ist, auf einen Level 30 Gegner zu treffen, gell? Gell? Ihr Drecksmagier.
Auch wenn die mir überraschenderweise viel Schaden machen. Diese Magier sind sie haben zwar saumäßig wenig Leben und auch als sie noch ein höheres Level als wir hatten, waren sie auch nie stark vom Leben her, aber sie haben echt einen richtig hohen Angriffswert. Und das ist scheiße. So. Oh, jetzt haben die, ja, schade, jetzt haben sie so eine coole Siegespose gemacht. Das war übrigens das Geilste in Tales of Graces. Tales of Graces hatte, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, irgendwie machen immer alle Tales of Graces so nieder, ich mach's ja selber nieder, aber irgendwie, es war ja schon echt ein geiles Spiel. Es hatte beispielsweise die besten Dinge, also immer nach einem Kampf kommt da immer hier so eine kleine Szene, die wir meistens skippen. Ups, lala. Aber in Tales of Graces gab es so coole. Da gab es zum Beispiel so eine Siege, wo sie sagen, wir sind die Beste. Und dann reden so alle dann so übereinander und sagen so, wir sind der Beste, wir sind so toll, ich bin der Beste. Das war so cool einfach. Wieso habe ich Tales of Graces eigentlich noch mal nicht gemocht? Ach, wir können mal ein bisschen über Tales of Graces reden. Das einzige Tales, was ich gespielt habe, was wir nicht hier im Let's Play Projekt gemacht haben, was wir noch gar nicht mal so ausführlich gemacht haben. Wir sind ja immer noch darauf, irgendwann mal alle Tales durchzuspielen. Ich habe letztens, ich werde es mir wahrscheinlich sogar kaufen, auch wenn ich eigentlich nicht so viel damit anfangen kann, habe ich Tales of Destiny gesehen für die PS1 für 10 €. Das werde ich mir auch kaufen. Das einzige Problem ist, es ist auf Japanisch, aber mit so ein paar Tricks kann man das umstellen. Weil für eine US-Version von Tales of Destiny bist du immer so bei 200 € dran und das ist lächerlich. Kaufe ich mir mal eine coole japanische, dann kann ich sie im Regal haben und dann können die mich alle mal. So, gut. Ich will es ja nur im Regal stehen haben. Gut, hier sind wir übrigens richtig. Weil hier waren wir gestanden noch vor ein paar Parts und haben dann gesagt, hey, hier gibt's ja gar nicht, hier kommen wir gar nicht weiter. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt... Oh. Na egal. Zumindest reden wir mal über Tales of Graces. Also Tales of Graces F ist, ich muss sagen, viele sagen, es ist das schlechteste Tales überhaupt, das habe ich ganz oft gehört, mit natürlich Symphonia Chronicles. Ja, nee, wie heißt das nochmal? Oh, der ist stark, müssen wir aufpassen. 30. Wie heißt es nochmal? Dawn of New World meine ich, also Symphonia Chronicles war die Collection. Also Dawn of New World sagen ja immer alle, es ist das schlechteste Tales-Spiel überhaupt. Und Graces hat auch so eine relativ negative Meinung von vielen Leuten. Dieses diabolische Lachen, was er da mal macht, ist so geil. Das liegt, glaube ich, einfach nur daran, dass Tales of Graces F einfach wirklich ein sehr, sehr merkwürdiges Tales ist. Selbst für Tales-Standard. Es hat einmal ein wirklich anderes Kampfsystem als die anderen Tales-Spiele. Weißt du was, ihr kotzt mich gerade echt an. Es hat also wirklich ein deutlich anderes Kampfsystem. Es hat halt wie hier ein Zestiria. Und Zestiria wird, also ich weiß nicht, es ist nicht Symphonia, es ist Hearts, es ist nicht Hearts. Ich werde immer noch nicht so ganz warm mit dem Kampfsystem. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Ach, kommt schon, Mann! Kann mal einer von euch diesen Drecksmagier angreifen, der mich die ganze Zeit von hinten abschießt? Dankeschön. Oh mein Gott. Egal. So, und eine Sache wollte ich noch sagen, was mir gerade noch auffällt, wollte ich beim letzten Part schon sagen. Warum ich wahrscheinlich letztes Mal kein mystisches Artes einsetzen könnte mit das liegt wahrscheinlich daran, dass wir das nur mit Lailah machen können. Wette ich drauf. Deswegen werden wir sie auch mal kurz raustun. Reintun und dann vielleicht kann man jetzt mystische Artes mit ihr machen. Und Tales of Graces F, also meine Erfahrung mit Tales of Graces F, ohne jetzt direkt zu spoilern, weil wir werden es ja irgendwann mal auch spielen. Tales of Graces F hat für mich so ein ganz großes Problem, und zwar ist es ist halt wie frühere Tales. Und das ist nichts Gutes, weil mit Xilia, ich weiß jetzt noch nicht, wie es mit Zestiria ist, aber gerade finde ich das eigentlich auch nicht so großartig, was wir hier machen, mit der ganzen Sucherei, waren Tales-Spiele immer unglaublich in die Länge gestreckt. Das kann man nicht schön schreiben, das war einfach so. Weißt du was, ihr könnt mich doch mal, ganz ehrlich. 25 bekomme ich keine Erfahrung und macht mir voll viel Schaden, da kann ich gerne darauf verzichten. Graces F, als es rausgekommen ist, hatte für mich das ganz große Problem einfach, dass es so in die Länge gesteckt war. Im Mittelteil, den kompletten Mittelteil hätte man streichen können. Den hätte man komplett vergessen können und es hätte irgendwie niemanden gestört. Also mich zumindest nicht. Scheiße, ist in meinem Kreis gelaufen. Wenn man Graces F spielt, hat man erstmal, ich finde immer noch einen der schönsten Anfänge in allen Videospielen. Ich finde der Anfang, also wie großartig wirklich der gemacht ist. Mit hier,
dem merkwürdigen rosa Mädchen hier mit dem Zöpfen, mit der Sophie. Und wo man halt im Kindheitsalter spielt. Und jetzt, ohne zu viel zu spoilern, das Spiel macht dann halt irgendwann mal einen Zeitsprung, nachdem irgendwas passiert ist. Und fertig. Und ich fand den Einstieg so schön. Danach wurde es wieder cool und dann kam irgendwann mal dieser furchtbare Mittelteil. Das ist, wo einfach die Hintergrundgeschichte von 2 Charakteren in so einer halben Stunde erzählt wird und das ist scheiße. Hey, looks like a helictite. A what? A helictite. It's like a stalactite that grows all bent. Wow, yeah. It's all warped and twisted. Like a certain someone we know. But don't stalactites take a long time to form? Yeah, it's basically been growing along a deviant path since time immemorial. Like a certain someone we know. It's weird, sure, but it's got a kind of ethereal beauty as well. Yeah. Go on. Go on. So, und Tales of Grace F hat für mich halt das große Problem, dass 2 Charaktere, die echt cool sind, einmal, ich glaube Malik heißt er und der andere, ich weiß nicht mal, wie die heißt, dieses merkwürdige Mädchen, die so lustig war mein Lieblingscharakter in dem Spiel, die Background-Geschichte von denen wird so schlecht einfach erzählt. Da hat man einfach 2 Dungeons, die ungefähr 5 Stunden dauern, also wirklich nur aus Grinden, Level bestehen, dann wird immer ein Satz gesagt, bupp, oh, das ist der magische Twist. Oh, okay, gut, das war seine Hintergrundgeschichte. Und dann direkt laufen, irgendwann die 2, 3 Cutscenes und fertig. Es ist wird so grottig schlecht erzählt und das ist richtig enttäuschend, weil eigentlich das sich so anfühlt, als würde das so... Also das Spiel wäre locker 10 Stunden kürzer, wenn wir das rausstreichen würden, die beiden Abschnitte. Aber nee, man streckt es lieber in die Länge und macht es dadurch irgendwie alles schlechter. Und sowas ist, finde ich, echt nervig. Und das war halt wirklich in Graces F so furchtbar schlimm und das hat richtig genervt einfach. Das nehme ich auch Graces F echt übel. Dazu das Kampfsystem, viele haben gesagt, das ist blöd, aber man muss auch sagen, es war das umfangreichste Kampfsystem. Ich meine, man konnte da mal, abgesehen davon, dass man bis Level 250 grinden konnte, was auch nicht mal ganz so wenig ist, konnte man auch noch unzähliges Zeug machen. Beispielsweise mit Artists, die man wirklich erst spät freigeschaltet hat. Auch mit diesem nochmal, dass man es nochmal durchspielt und dann so einen Super Dungeon bekommt, wo nochmal alles stärker ist, den ich nie gemacht habe, weil ich es noch einmal durchgespielt habe. Aber trotzdem, schauen wir mal kurz, was jetzt da ist. Ich werde das jetzt sehen, Level 100er Gegner, den wir nicht besiegen können, aber egal, versuchen wir es. Hier ist ja gar nichts. Okay. Ein 10.000 Leben an dieser Egel. So tiny. So tiny. Small but quick. Don't lose sight of them. Should I use wide range attacks? If you can hold them back, we'll follow your lead. Er hat 10.000 Leben, Mann. Wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das? Ich denke mir so, okay, ein Drache und dann der süße Kleine. Geil. Okay, also er ist stark, er hält saumäßig viel aus. Und alles ist, er ist fast gegen alles resistent, was die Sache natürlich noch schwerer macht. Und ich kriege immer noch kein mystisches Artis mehr. Auch mit Lailah nicht hin, aber egal. Ich glaube, muss ich irgendwie den Balken aufladen. Das ist mir aber wurscht. Ich mache jetzt einfach den platt hier. Das geht schon. Ich meine, stark ist er jetzt nicht, aber es ist schon mal der Effekt. Ich so, okay, was kommt da jetzt? Und dann so ein kleines Ding hier. Geil, Mann. Meine göttliche Königsklinge, bam, die macht so viel Schaden. Hau mal schon platt, Mann. Leg mal los. So, ich wette, der haut irgendwann mal noch sein... Ich wette, der hat ein mystisches Artist, das wäre so krass. So, warte mal kurz. Chillen. Und Energie wieder voll aufgeladen. Zack. Komm, sei mal down hier. Der hält ja doch ganz schön viel aus. 1300, komm, gleich haben wir ihn. Und das war jetzt dieser Dreckigel. Ja? Er hat Rose getötet, Mann, Rose. Das ist doch nicht dein Ernst. Wenn ich sie jetzt nicht wiederbelebe, hätte sie keine Erfahrung, was irgendwie voll dumm ist. Ich habe auch noch 1200 Leben. Also langsam machst du mich ganz schön fertig hier, mein kleines Ding. Alter! Dessel! What a formidable opponent! Wie cool ist das? 2600 Erfahrung.
Did I become a Hellion? I'm sorry. I must have caused you all great trouble. No, we're just glad you're all right. My name is Forcia. Oh my! There's an iris gem here. An Earthen Historia. Could we have that? But of course. This is nowhere near enough to show my gratitude, however. No, it's perfect. Thank you. Dear me, what an honorable shepherd you are. If you'd like to thank us, could you maybe give your blessing to a village? It's called Gadaden, and it's very close by. Gadaden. That's the village outside the Shrine of the Fire Trial, correct? Do you have a vessel lined up? We'll find one for you. All right. I'll head over to the village for now. Could this be some sort of training? Mikleo, what do you think it means? The king was handing a sword over. Pretty clear that it was some formal military ceremony. And I imagine the person receiving the sword was a general. The uniform would suggest a general of the Roland's Empire. It's hard to say exactly when this took place, though. Whoever he was, he sure looked like a hero. But what does it mean? It's not like that's a particularly uncommon type of scene, historically speaking. If we could see more, we might get a better idea as to why this scene showed up. Do you think there are any more? I don't know, but let's try to find them. I mean, hidden glimpses of history? How cool is that? Es gibt da nur zwei Sachen. Entweder Nummer 1. Entweder es ist ein Shepherd, was ich jetzt sehr stark mal bezweifle, weil das sah für mich nicht aus. Aber wisst ihr, an wen mich der sehr erinnert hat? Hetlef. Den Lord des Unheils. Wir haben mal ja gehört, dass Seraphims auch aus Menschen entstehen können. Und ich hau jetzt schon wieder 2500 Galt weg. Und dann müssen wir nochmal 2500 Galt kosten, wenn wir uns da wegporten. Aber das ist mir wurscht. Aber bedeutet das wirklich, dass das verdammt nochmal Hetlef war? Früher in seiner Menschenform. Es würde Sinn ergeben. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. So, was essen wir heute Leckeres? Ja, Eintopf. Dezel's wind-stepping skill sure is useful in traveling around. Yup. When you say wind, speed is definitely the first thing that comes to mind. Wind isn't the only thing that relates to speed. What do you mean? There's only one source of power. And besides, there may be multiple factors that influence the outcome. I'm not sure I get what you mean. It doesn't matter if it's water or fire. You can produce similar effects depending on how you use those powers. Dezel, do you think you can teach me how to use them? I can only teach you the basics. The rest all depends on you. Looking out for others as always, huh, Dezel? Whatever. Sei nicht immer so gemein zum Dell, ganz ehrlich, ohne den wird für dich auch alles ein bisschen hier schlechter aussehen. Naja, gut, haben wir auch geschafft. Dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder raus. Und... Slenge, is it alright for you to be up? Worry not, excitable youngster. Everything has been taken care of. Thanks to the selfless heroism of Shepherd Malfour! Shepherd, I must apologize for causing you concern. However, I am afraid I still feel unwell. Please, excuse me. He's acting strange. Did something happen? That man named Malfour was threatening the chief. I'll expose your misdeeds, you fallen pope, he said. What? How did he know? Malfour used to be a priest.
And we already know the church is investigating the fake elixir. Could you explain to me the details of what's going on? I see. So the missing pope was the one producing the fake elixir. Yeah, but it was for the sake of the villagers. Slenge told Malfoy the distribution route and formula for making this fake elixir, on the condition that the church will continue to buy vermilion ore. What do you mean? So you're saying he didn't come to intimidate, but to negotiate? Yes, the church will overlook the former pope's crime. In exchange, it will gain control of the distribution channel for the fake elixir. And as the mediator, Malfoy will gain prestige and credibility. So Gadarin will finally get legitimate revenue. But they're covering up a crime. And now the church itself is going to be selling fake elixir? That's just insane! Unfortunately, these things happen. Humans need money to live. That's what it comes down to. I don't suppose you're still open to blessing this village? I was thinking that the school building might work as a vessel. What do you think? Are you sure? The Pope, the village chief, seems to have recognized that his time is drawing near. Even my blessing cannot forestall the inevitable. Is that why he's trying to secure a revenue stream for the village? I would like to stay a while longer and see what results his determination brings. Thank you, Forcia. You're quite welcome. The results his determination brings. Der Segen für die Region Gadarin wurde wiederhergestellt. Ja, ich denke mal, für ihn wird es irgendwann mal kein gutes Ende geben. Aber naja, so wird es vermutlich kommen. So, in der Gegend den Bonus aktivieren kannst du dich mit Hilfe von Galdia, das kommt auch davor. Schatzwiederherstellung. Machen wir auch. Norman können wir hier auch noch einsetzen, wenn wir wollen. Ist, was haben wir denn hier Schönes? Attack, ne, Attack tue ich niemals, was jetzt mal Attack cool ist. Tun wir mal hier einsetzen und Gegenstände will ich keine abbieten. Gut, dann haben wir in diesem Part den Segen von Gadarin wiederhergestellt. Nun haben wir natürlich noch das Problem, dass wir immer noch nicht wissen, wo wir hin müssen. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich ganz blöd. Wir wollten ja eigentlich mal so 4 Tempel oder so finden, ne? Und da sieht es irgendwie nicht so gut aus. Aber ich würde sagen, das werden wir auch tun. Und dafür reisen wir zurück zu dieser Karte, zu dieser merkwürdigen. Und ich hoffe, dort können wir irgendwo was herausfinden. Und wenn nicht, dann laufen wir einfach ein bisschen durch die Gegend und schauen mal, ob wir was finden. Bis zum nächsten Mal zumindest von Tales of Zestiria. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.